Im 19. Jahrhundert stellte Benjamin Disraeli eine Frage, die auch heute noch relevant ist. Wer sind wir? Affen oder Engel? Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Antwort offensichtlich: Wir sind Primaten. Unsere Anatomie, Neurologie, Genetik, alles weist darauf hin, es genügt, Schimpansen im Zoo zu beobachten, um die offensichtlichen Ähnlichkeiten zu erkennen. Aber schauen wir tiefer. Wir sind tatsächlich Primaten, aber wir sind auch mehr. Wir sind die erste Spezies, die ihr eigenes Schicksal bestimmen kann. Jeder Affe kann eine Banane holen, aber nur Menschen können die Sterne erreichen. Wir dringen in die Geheimnisse des Urknalls ein und erforschen die Unendlichkeit der Zahl Pi. Und das Paradoxeste: Wir können unser eigenes Gehirn erforschen. Denken Sie darüber nach. Eine 1,5 Kilogramm schwere Masse, geschaffen aus Sternenstaub, kann über die Sterne nachdenken, die sie hervorgebracht haben. Unser Gehirn denkt nicht nur, es ist sich der Tatsache seines Denkens bewusst. Mit dem Erscheinen des Menschen hat das Universum ein Selbstbewusstsein erlangt, aber wie gut verstehen wir, wie unser Gehirn funktioniert? Hier ist ein Mädchen namens Lindsay. Jedes Mal, wenn sie Zahlen betrachtet, färben diese sich für sie in leuchtenden Farben. Die 5 ist immer rot, die 3 stets blau. Dieses Phänomen nennt man Synästhesie. Und interessanterweise kommt es bei Künstlern und Schriftstellern 8-mal häufiger vor. Und hier ist Derek. Er verlor seinen Arm nach einem schrecklichen Unfall, aber sein Gehirn weigert sich scheinbar, dies zu akzeptieren. Jedes Mal, wenn Derek die linke Seite seines Gesichts rasiert, spürt er, wie die Klinge über seinen nicht existierenden Arm gleitet. Wenn er mit einem Wattestäbchen an der Wange berührt wird, spürt er die Berührung auf seiner Phantomhand. Selbst nach der Amputation lebt der Arm in seinem Bewusstsein weiter. An der Universität Toronto entdeckten Neurobiologen ein seltsames Phänomen. Während einer Gehirnoperation entdeckten Wissenschaftler ein Neuron, das nicht nur auf den eigenen Schmerz des Patienten reagierte, sondern auch auf den Anblick, wie eine andere Person gestochen wurde. Dieses winzige Neuron schien nicht zwischen selbst und anderen zu unterscheiden. Es empfand den Schmerz anderer genauso stark wie den eigenen. Hier ist ein weiteres Beispiel. Manche Menschen besitzen eine ungewöhnliche Gabe. Sie sehen Zahlen im Raum angeordnet. Für sie ordnen sich die Zahlen von 1 bis 60 in einer komplexen, dreidimensionalen Spirale an, die bei Berechnungen hilft. Interessanterweise nahm Einstein Zahlen auf ähnliche Weise wahr. Der Fall von David verändert unser Verständnis des Bewusstseins. David glaubt, dass seine Eltern Betrüger sind. Er sagt, dass die Menschen, die er zu Hause sieht, wie seine Eltern aussehen, aber in Wirklichkeit fremde Menschen sind, die sich als seine Eltern ausgeben. Sobald sein Vater jedoch telefonisch anruft, kommt David sofort zu sich und führt ein sinnvolles Gespräch, und genauso schnell kehrt er in seinen vorherigen Zustand zurück, wenn er seinen Vater persönlich sieht. Jede dieser Geschichten ist wie ein Puzzleteil. Zusammen helfen sie uns zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, wie es Bewusstsein erzeugt und was uns zu Menschen macht. In diesen Geschichten gibt es mehr Rätsel als Antworten, aber genau deshalb sind sie so interessant. Und das führt uns zur Hauptfrage: Wie entstand unser Gehirn? Die Geschichte seiner Evolution ist nicht weniger faszinierend als die Geschichten dieser Menschen. Erst vor kurzem, vor nur 15.000 Jahren, lebten auf der Insel Flores unsere Brüder. Sie waren nur 90 cm groß und ihr Gehirn hatte die Größe eines Schimpansengehirns. Wissenschaftler nennen sie Homo floresiensis, aber alle kennen sie als Hobbits. Diese kleinen Menschen jagten Riesenratten und Zwergselefanten, stellten Werkzeuge her und schwammen sogar auf offener See. Sie lebten neben unseren Vorfahren, verschwanden dann aber. Vielleicht waren wir selbst der Grund für ihr Aussterben. Die Neandertaler waren uns noch ähnlicher. Sie schufen Kunst, trugen Schmuck, begruben ihre Toten. Sie hatten eine komplexe Sprache und eine reiche Kultur. Aber auch sie verschwanden vor etwa 30.000 Jahren. Warum? Waren wir vielleicht stärker? Oder einfach glücklicher? Oder hätten sie vielleicht dasselbe erreichen können wie wir, zum Mond fliegen, Computer erschaffen und ihr Genom entschlüsseln? Aber wie entstand dann unsere Einzigartigkeit? Viele glauben irrtümlicherweise, dass fließende Veränderungen zu fließenden Ergebnissen führen. Aber in der Natur gibt es oft nichtlineare Prozesse, bei denen kleine Veränderungen zu radikalen Konsequenzen führen. Hier ein einfaches Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie erwärmen langsam ein Stück Eis. -10 Grad Celsius, -9, -8. Lange Zeit passiert nichts, aber sobald die Temperatur 0 erreicht, ändert sich alles. Eis verwandelt sich in Wasser. 1 Grad führt zu einer vollständigen Veränderung der Struktur der Substanz.
Das nennt man einen Phasenübergang. Auf ähnliche Weise entwickelte sich unser Gehirn. Millionen Jahre lang führte die Evolution winzige Veränderungen ein. Etwas mehr Neuronen hier, ein etwas dickeres Nervenbündel dort. Unsere Vorfahren wurden ein wenig geschickter, verstanden das Verhalten von Tieren etwas besser, erinnerten sich etwas genauer an die Vergangenheit. Und dann? Vor etwa 150.000 Jahren kam es zu einer Explosion. Wie Wasser zu Eis wird, ging unser Gehirn in einen neuen Zustand über. Sprache, Kunst, Religion, Selbstbewusstsein entstanden. In nur 30.000 Jahren lernten wir Kleidung zu nähen, Schmuck herzustellen, auf Höhlenwände zu malen und Musikinstrumente zu bauen. Eine neue Evolution begann. Nicht genetisch, sondern kulturell. Wir wissen immer noch wenig über das menschliche Gehirn. Aber selbst dieses Wissen ist spannender als jeder Krimi. Wenn es um das Gehirn geht, erweist sich die Realität oft als erstaunlicher als jede Fantasie. In der nächsten Stunde werden Sie erfahren, warum ein Mensch einen gesunden Arm amputieren lassen möchte, wie ein Farbenblinder unmögliche Farben sieht, ob man vor Schmerzen lachen kann, wie ein autistisches Mädchen besser als Da Vinci zeichnete, ob man einen Teil des Gehirns abschalten und zum Genie werden kann und wie sich ein Mensch fühlt, der glaubt, er sei tot. Dies ist ein Video über die Rätsel des Gehirns. Ich bin Sascha und das ist Homo Deus. In der Neurologie des vergangenen Jahrhunderts gab es so viele Rätsel, dass Ärzte oft eine Deduktion auf dem Niveau von Sherlock Holmes brauchten. Patienten mit Anfällen sahen Gott, manche erkannten ihre eigenen Hände nicht wieder und ausgemergelte Menschen mit Anorexie sahen sich im Spiegel als dick. Schon seit 100 Jahren war bekannt, dass manche Menschen nach einer Amputation ihrer Hand diese weiterhin spüren können. Viele Patienten konnten sogar mit der nicht existierenden Hand Bewegungen ausführen, zum Abschied winken oder nach dem Telefon greifen. Sie verstanden, dass die Hand nicht mehr da war, aber die Empfindungen waren real. Normalerweise vergleichen die Scheitellappen die Befehle des Gehirns mit den tatsächlichen Bewegungen der Hand und korrigieren sie. Wenn Sie einen Like unter einem Video geben und einen Kanal abonnieren, ist es genau dieses System, das die Bewegungen präzise macht und Ihnen hilft, nicht daneben zu klicken. Nach einer Amputation wissen die Kommandozentren des Gehirns nichts vom Verlust der Hand und arbeiten weiter, aber da es keine realen Signale von der Hand gibt, die diese Befehle widerlegen könnten, nimmt das Gehirn sie als echte Bewegungen wahr. Aber das Seltsamste ist, einige Patienten klagten darüber, dass ihre Phantomgliedmaßen gelähmt seien. Ramachandran untersuchte ihre Krankengeschichten und entdeckte ein wichtiges Detail. Vor der Amputation waren ihre Hände aufgrund einer Nervenschädigung gelähmt und das brachte ihn auf die Idee der erlernten Lähmung. Als die Hand gelähmt war, sendete das Gehirn Befehle, sich zu bewegen, erhielt aber keine Antwort. Das Gehirn kann lernen, indem es die Verbindungen zwischen Neuronen verstärkt oder abschwächt. Wenn Ereignis A ständig zu Ereignis B führt, wird die Verbindung zwischen den entsprechenden Neuronen stärker. Im Fall der Lähmung führten die Bewegungsbefehle nie zu einem Ergebnis und die Verbindungen starben allmählich ab. Das Gehirn erlernte die Lähmung und als die Hand amputiert wurde, übertrug sich diese erlernte Lähmung auch auf die Phantomgliedmaße. Um diese Theorie zu überprüfen, entwickelte Ramachandran eine einfache Vorrichtung, eine Box mit einem Spiegel. Wenn man die Hände auf beiden Seiten des Spiegels platziert, entsteht die Illusion, dass man beide Hände sieht, obwohl eine von ihnen in Wirklichkeit nur ein Spiegelbild ist. Für einen gesunden Menschen ist dies nur ein lustiger Trick, aber für Patienten mit Phantomgliedmaßen erwies sich diese Erfindung als Geschenk des Schicksals. Der erste, der sie testete, war ein Patient namens Jimmy. Sein rechter Arm war gesund, aber anstelle des linken hatte er ein schmerzhaftes Phantom, das er nicht kontrollieren konnte. Als Jimmy in den Spiegel schaute und begann, seinen gesunden Arm zu bewegen, geschah ein Wunder. Er spürte, dass er das Phantom steuern konnte und der Schmerz begann nachzulassen. So kann eine Phantomgliedmaße zusammen mit dem Schmerz vollständig verschwinden. Konfrontiert mit widersprüchlichen Signalen gibt das Gehirn einfach auf und hört auf, an die Existenz der Hand zu glauben. Andere Wissenschaftler wiederholten das Experiment und bestätigten seine Wirksamkeit. So fand die erste erfolgreiche Amputation einer Phantomgliedmaße in der Geschichte statt. Niemand zweifelte mehr daran, wie eng Geist und Körper in unserem Gehirn miteinander verbunden sind. In den 80er Jahren stellten sich Wissenschaftler das Gehirn als eine Ansammlung spezialisierter Blöcke mit klar definierten Funktionen vor, die von Geburt an festgelegt waren. In Lehrbüchern wurde es mit einfachen Diagrammen aus Rechtecken und Pfeilen dargestellt, aber in den 90er Jahren
begann sich dieses Bild zu ändern. Das Gehirn erwies sich als komplexer. Es stellte sich heraus, dass verschiedene Gehirnbereiche nicht isoliert arbeiten, sondern ständig miteinander interagieren. Veränderungen in einem Bereich, verursacht durch Verletzungen oder Lernen, können die Funktion anderer Bereiche erheblich beeinflussen. Darüber hinaus kann ein Gehirnbereich die Funktionen eines anderen übernehmen. Das Gehirn ist einzigartig flexibel und das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Es passt sich ständig an Veränderungen in der Umgebung an. Ich habe bereits in einem früheren Video über Neuroplastizität gesprochen. Aber welche Beziehung hat die Plastizität des Gehirns zur Einzigartigkeit des Menschen? Schließlich haben auch Affen Phantomgliedmaßen und ihr Gehirn kann sich nach Verletzungen ebenfalls umstrukturieren. Was macht uns also besonders? Die Sache ist, dass genau diese Fähigkeit zur Plastizität und nicht nur die Gene eine Schlüsselrolle in der Evolution des Menschen spielte. Wir könnten uns durchaus Homo plasticus nennen. Während das Gehirn anderer Tiere einfach Flexibilität zeigt, sind wir die einzige Art, die sie als Hauptmittel zur Verbesserung des Gehirns und der Evolution nutzt. Eine wichtige Rolle dabei spielt die lange Kindheit. Wir bleiben über 10 Jahre lang von Älteren abhängig und sehr flexibel für das Lernen. Diese Zeit legt den Grundstein für die Entwicklung des erwachsenen Verstandes, obwohl die Plastizität ein Leben lang erhalten bleibt. Ohne diese Besonderheit wären wir immer noch gewöhnliche Affen, die durch die Savanne streifen. Es gäbe weder Feuer noch Schrift noch Träume von den Sternen. Genau diese Plastizität des Gehirns hat es uns ermöglicht, das zu werden, was wir sind. Lachen und Humor existieren in allen Kulturen der Welt, aber nur bei Menschen. Affen können über Kitzeln lachen, aber sie werden nie darüber lachen, wie ein Artgenosse auf einer Bananenschale ausrutscht. Nun, oder sonst jemand. In seinem Buch The Telltale Brain erinnert sich Ramachandran daran, wie er in seinen Studentenjahren eine ungewöhnliche Patientin namens Mihi traf. Als er während der Untersuchung ihren Hals mit einer Nadel piekte, verzog sie nicht das Gesicht vor Schmerz, sondern lachte laut und sagte, es kitzele sie. Jahre später traf Ramachandran eine andere Patientin, Dorothy, mit dem gleichen seltsamen Symptom. Die Tomographie zeigte eine Schädigung eines der Schmerzwege in ihrem Gehirn. Grob gesagt wird Schmerz im Gehirn in 2 Stufen verarbeitet. Zuerst registriert eine spezielle Struktur die Schmerzempfindung selbst. Dann geht das Signal zum vorderen Gyrus cinguli, wo das unangenehme Gefühl von Leiden und Angst entsteht. Bei Dorothy und Mihi war dieser Weg gestört. Sie spürten den Schmerz, aber ohne die begleitende Angst. Das Gehirn sagte gleichsam, alles in Ordnung, und das löste Lachen aus. Diese Entdeckung half, die Natur des Humors zu verstehen. Ein Witz erzeugt zunächst die Erwartung von etwas Ernstem oder Beängstigendem und zeigt dann plötzlich, dass es nichts zu befürchten gibt. Hier ein einfaches Beispiel. Eine Person denkt, vor ihr sei eine Glastür und fällt beim Versuch, sie zu öffnen. Wenn sie sich den Schädel gebrochen hätte, hätte wohl kaum jemand gelacht, aber sie steht unverletzt auf und schaut sich verlegen um. Der Mann hinter ihr lacht. Das Lachen wird zu einem Signal. Keine Sorge, alles ist gut. Dasselbe geschieht beim Kitzeln. Wenn ein Erwachsener sich mit einem bedrohlichen Aussehen einem Kind nähert, schreien die Instinkte des Kleinen vor Gefahr, aber statt furchterregender Krallen spürt es nur die leichte Berührung von Fingern und bricht in Lachen aus. Selbst das Lächeln hat einen ähnlichen Ursprung. Bei Affen ist ein Grinsen mit entblößten Eckzähnen ein Zeichen der Bedrohung. Aber wenn sich ein Freund nähert, wird die drohende Grimasse auf halbem Weg unterbrochen und verwandelt sich in eine freundliche Geste. So halfen die seltsamen Fälle von Mihi und Dorothy, den Sinn des menschlichen Lachens zu verstehen. Die Natur hat Gefahrensignale in eine Möglichkeit verwandelt, soziale Bindungen zu stärken und mit Ängsten umzugehen. Wussten Sie, dass sich die Augen bei verschiedenen Tieren unabhängig voneinander entwickelt haben? Zum Beispiel sind die Augen des Tintenfisches unseren erstaunlich ähnlich, obwohl unser letzter gemeinsamer Vorfahre vor mehr als einer halben Milliarde Jahren lebte und so etwas wie eine blinde Schnecke war. Jedoch findet das Sehen nicht in den Augen statt, sondern im Gehirn, und genau hier liegt ein Teil unserer Einzigartigkeit. Niemand auf der Erde sieht die Welt so wie Menschen. Unsere frühen Vorfahren hatten wie die meisten Tiere nur etwa 12 visuelle Bereiche im Gehirn. Aber als sie von der nächtlichen Jagd zum Tagesleben auf Bäumen übergingen, änderte sich alles. Sie mussten komplexe Fähigkeiten entwickeln, um Äste zu greifen und Früchte zu sammeln. Dafür war es notwendig, Farben zu unterscheiden. Rote und gelbe Früchte zwischen grünen Blättern.
Nach und nach stieg die Anzahl der visuellen Bereiche im Gehirn auf 30. Die Entwicklung präziser Handbewegungen, insbesondere die Fähigkeit, den Daumen den anderen Fingern gegenüberzustellen, beeinflusste auch unser Gehirn stark. Diese auf den ersten Blick einfache Fähigkeit ermöglichte es uns nicht nur Nahrung zu sammeln, sondern auch Werkzeuge herzustellen, zu schreiben, zu zählen, kurz gesagt, eine Zivilisation aufzubauen. Aber das wirklich Einzigartige ist unsere Fähigkeit der Vorstellungskraft. Vielleicht können sich ein Hund oder ein Delfin einen Knochen oder einen Fisch vorstellen, aber nur ein Mensch kann Bilder kombinieren und etwas erschaffen, das nie existiert hat. Nun gut, KI kann das auch. In Cambridge lernte Ramachandran Philip kennen. Nachdem er aus dem Koma nach einem Autounfall erwacht war, stellte er fest, dass er die Gesichter von Menschen und Tieren nicht unterscheiden konnte. Dabei ist Philips Sehvermögen völlig in Ordnung. Er kann Gebäude unterscheiden, geht problemlos durch die Straßen und verirrt sich nicht. Es fällt ihm leicht, Gegenstände voneinander zu unterscheiden, aber sobald er ein belebtes Objekt betrachtet oder sogar eine Figur dieses Objekts, versteht Philipp nicht mehr, worauf er schaut. Wir nehmen das Sehen oft als selbstverständlich hin. Man schaut, sieht, versteht, alles einfach. Aber tatsächlich steckt dahinter die Arbeit von 30 Gehirnregionen. Schauen Sie sich dieses Bild an. Was denken Sie passiert gerade in Ihrem Kopf? Wahrscheinlich denken Sie so etwas wie, und dafür haben wir neuronale Netze erfunden? Okay, gut. Auf meiner Netzhaut befinden sich das optische Bild einer Katzenschlange. Es wird irgendwie in den visuellen Bereich meines Gehirns übertragen und ich sehe es. So denken viele. Angeblich funktioniert das Sehen wie ein Filmprojektor. Das Bild aus den Augen wird ins Gehirn projiziert, wo ein innerer Zuschauer es betrachtet. Aber wer schaut sich dann das Bild im hypothetischen Kopf dieses Zuschauers an? Es entsteht eine endlose Kette von Beobachtern. Dies ist ein klassischer logischer Fehler, das Homunculus-Problem, also das Problem des kleinen Männchens im Kopf. Tatsächlich funktioniert das Sehen anders. Wenn Licht ins Auge fällt, wird es in Nervensignale umgewandelt. Das ist kein Bild mehr, sondern eher eine symbolische Beschreibung dessen, was wir sehen. Stellen Sie sich vor, wie Sie dieses Bild einer anderen Person beschreiben. Wenn Sie einfach einen Link schicken, das ist kein Symbol. Wenn Sie etwas Ähnliches zeichnen oder eine Skulptur machen, das ist auch kein Symbol. Wenn Sie es aber mit Worten beschreiben, das ist bereits ein Symbol, denn die Buchstaben ähneln in keiner Weise dem Objekt auf dem Bild selbst. Auf ähnliche Weise funktioniert auch das Gehirn. Es schafft seine eigene Symbolsprache aus Nervenimpulsen. Dieser Prozess beginnt bereits in der Netzhaut des Auges und setzt sich in verschiedenen Teilen des Gehirns fort, bis wir den Gegenstand erkennen, und all das geschieht automatisch ohne unsere bewusste Beteiligung. Hier ist ein Beweis. Der Schweizer Wissenschaftler Necker betrachtete einmal einen würfelförmigen Kristall unter dem Mikroskop und bemerkte etwas Seltsames. Der Kristall drehte sich plötzlich vor seinen Augen, obwohl er in Wirklichkeit unbeweglich blieb. Als er einen einfachen Würfel auf Papier zeichnete, geschah dasselbe. Schauen Sie genau hin. Ihr Gehirn kann ihn in 2 Positionen sehen. Entweder ist der Würfel mit einer Seite zu Ihnen gedreht oder mit der anderen, aber nicht mit beiden Seiten gleichzeitig. Hier ist ein anderes Beispiel, der verzerrte Armesraum. Eine seiner Ecken ist so gedreht, dass die Decke dort viel höher ist. Wenn man ihn von der Seite betrachtet, wird er seltsam verzerrt aussehen, aber es gibt einen besonderen Punkt, von dem aus dieser verzerrte Raum absolut normal aussieht, mit richtigen Winkeln und gleichen Fenstern. Allerdings wird mit der Größe des Menschen, die in verschiedenen Ecken stehen, offensichtlich etwas nicht stimmen. Hier ist noch ein Beweis. Was sehen Sie? Gewölbte Eier oder eingedrückte Vertiefungen? Sind Sie sich sicher? Tatsächlich beides. Ihr Gehirn kann umschalten und dasselbe Bild unterschiedlich wahrnehmen. Versuchen Sie es. Aber hier ist das Interessante. Sie sehen entweder das eine oder das andere. Es ist unmöglich, dass eine oder mehrere Vertiefungen gewölbt erscheinen und die anderen eingedrückt. Um zu verstehen, warum das so passiert, schuf Ramachandran ein neues Bild. Und da bemerkte er etwas Seltsames. Wenn die obere Reihe gewölbt erschien, sah die untere zwangsläufig eingedrückt aus und umgekehrt. Unser Gehirn geht automatisch von nur einer Lichtquelle aus und das macht Sinn, denn das Gehirn hat sich unter einer einzigen Sonne entwickelt. Wenn Sie daran zweifeln, dass es wirklich an der Sonne liegt, schauen Sie sich dieses Bild an. Scheiben, die oben hell sind, sehen wie Wölbungen aus und die oben dunklen wie Vertiefungen. Versuchen Sie nun das Gegenteil zu sehen. Ziemlich schwierig, oder? Unser Gehirn erwartet buchstäblich, dass Licht von oben einfällt, eben weil die Sonne normalerweise über uns steht. Kehren wir nun kurz zum vorherigen Bild zurück.
Jetzt können Sie die Reihen problemlos umschalten. Sie können das Video pausieren und es versuchen. Neigen Sie nun Ihren Kopf zur Seite. Plötzlich verschwindet die Dualität der Wahrnehmung, ein Umschalten ist nicht mehr möglich. Sie können die Scheiben nur auf eine Weise sehen. Es stellt sich heraus, dass die Annahme von Licht von oben nicht mit der realen Welt zusammenhängt, sondern mit der Position unseres Kopfes. Das Gehirn scheint zu glauben, dass die Sonne an unserem Scheitel befestigt ist. Warum hat die Evolution ein so seltsames System geschaffen? Einfach, weil unsere Vorfahren selten mit geneigtem Kopf herumliefen, daher war es für das Gehirn einfacher anzunehmen, dass Licht immer von oben einfällt. Die Hauptaufgabe des Sehens ist nicht perfekt zu sein, sondern gut und schnell genug zu funktionieren, um uns beim Überleben zu helfen und Gene weiterzugeben. Unsere Wahrnehmung ist keine genaue Abbildung der Realität. Überhaupt nicht. Es ist die aktive Arbeit des Gehirns, aus dem, was wir sehen, Sinn zu schaffen. Für Lindsay hat jeder Buchstabe seine eigene Farbe. Sie sieht diese Farben nicht buchstäblich, aber in den Tiefen ihres Bewusstseins tauchen sie jedes Mal auf, wenn sie die Buchstaben betrachtet. Emma sieht auch Zahlen in Farbe, selbst wenn sie schwarz geschrieben sind. Geschmäcker von Speisen haben in ihrem Gehirn bestimmte Formen und Farben. Eine Telefonnummer ist nicht nur eine Reihe von Ziffern, sondern eine lebhafte Farbsequenz. Darüber hinaus haben Zahlen Charaktere. 2 and 3 are friends. 4 is kind of interesting person, a friendly person, but prefers to be alone. In seinem Buch The Telltale Brain erwähnt Ramachandran noch ungewöhnlichere Fälle. Eine Frau sieht Musik in Farben, jede Note auf dem Klavier ist in ihrer eigenen Farbe gefärbt. Eine andere fühlt Emotionen durch Berührungen. Für sie löst Jeansstoff tiefe Traurigkeit aus, während Seide Gelassenheit schenkt. Sie kann sogar feine Nuancen von Gefühlen unterscheiden. Ein Schleifpapier ruft Schuldgefühle hervor, ein anderes das Gefühl einer kleinen Notlüge. All diese Frauen sind völlig gesund. Sie gehören zu einer besonderen Gruppe von Menschen, den Synästhetikern. Das bedeutet, dass ihre Sinne auf bizarre Weise miteinander verflochten sind. Manche können Farben schmecken, andere Formen hören und wieder andere Emotionen durch Berührungen spüren. Ich musste nicht weit nach Beispielen suchen. Im letzten Video über Neuroplastizität habe ich Synästhesie bereits erwähnt. In den Kommentaren gibt es mehr als 50 Geschichten von Menschen mit verschiedensten Formen davon. Hören Sie mal. Meiner Meinung nach ist die 2 glatt und der Montag ist blau, nicht anders. Ich habe etwas Ähnliches mit Musik. Rock erscheint mir rot und Ambient hellgrau. Buchstaben in Wörtern werden mit Richtungen assoziiert. Ich habe eine solche Synästhesie, die in meinem Kopf Klänge in dreidimensionale, lebendige, fließende Objekte verwandelt. Ständig, wenn ich eine Ziffer sehe, nimmt mein Gehirn sie wahr, als hätte sie ihre eigene Persönlichkeit und Eigenschaften. 1, ein humorvoller, cooler Typ, der nie jemanden verletzen möchte. 2, bescheiden und liebt sich selbst und nimmt sich Zeit für sich selbst und so weiter. Oder hier. Bei mir waren Namen und Bezeichnungen immer entweder farbig oder hatten einen Geschmack. In meiner Kindheit hat niemand meine Frage, welche Farbe hat dein Name, verstanden. Die meisten Kommentare handelten von der Verbindung zwischen Zahlen und Farben. Ramachandran bestätigt, das ist tatsächlich die häufigste Form der Synästhesie weltweit. Aber warum existiert sie überhaupt? Im Gehirn gibt es einen speziellen Bereich, der für die Wahrnehmung von Farben zuständig ist und direkt daneben, wie sich herausstellte, befindet sich die Zone, die Zahlen verarbeitet. Das brachte Ramachandran auf einen interessanten Gedanken. Vielleicht entsteht Synästhesie durch eine Überkreuzung von Signalen zwischen diesen benachbarten Gehirnbereichen? Dies erinnert an alte Debatten darüber, wie das Gehirn aufgebaut ist. Früher glaubten einige Wissenschaftler, dass jede Funktion einen streng definierten Ort hat. Andere waren überzeugt, dass alle Teile des Gehirns als Einheit arbeiten. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Einige einfache Funktionen wie das Husten werden tatsächlich von bestimmten Bereichen gesteuert. Komplexere Fähigkeiten wie das Kochen erfordern die Arbeit des gesamten Gehirns. Wenn wir etwas sehen, werden Bewegung, Farbe und Form in verschiedenen Teilen des Gehirns verarbeitet. Ramachandran erkannte, dass Synästhesie einfach die richtige Trennung benachbarter Gehirnbereiche verhindert und Synästhetiker erhalten dadurch dauerhafte Assoziationen zwischen scheinbar unverbundenen Konzepten. In der frühen Kindheit bilden sich im Gehirn eines Kindes zahlreiche Verbindungen zwischen Neuronen. Nach dem 2. Lebensjahr sterben die meisten davon ab. Bei Synästhetikern geschieht dieses Absterben nicht vollständig und einige überflüssige Verbindungen bleiben bestehen.
Genau deshalb können Zahlen in Farbe wahrgenommen werden und Musik visuelle Bilder hervorrufen. Allerdings erklärt dies nicht alle Fälle. Wie würden Sie die häufig erwähnte Synästhesie während der Einnahme halluzinogener Drogen wie LSD erklären? Die Droge kann nicht plötzlich das Wachstum neuer Axonverbindungen zwischen Neuronen verursachen und solche Verbindungen verschwinden nicht magisch, wenn die Wirkung der Droge endet. Daher könnte es sich um eine Verstärkung bereits bestehender Verbindungen handeln, was nicht der Möglichkeit widerspricht, dass Synästhetiker mehr solcher Verbindungen haben könnten als wir. Interessanterweise verloren einige Synästhetiker ihre ungewöhnlichen Fähigkeiten vorübergehend während der Einnahme von Antidepressiva. Eine Frau verzichtete sogar auf die Medikamente, weil die Welt ohne Synästhesie für sie zu langweilig erschien. Daher ist es korrekter, von einer Kreuzaktivierung zu sprechen. Im normalen Gehirn unterdrücken benachbarte Bereiche die Aktivität des jeweils anderen, um Störungen zu vermeiden. Bei Synästhetikern ist diese Unterdrückung gestört. Das Ergebnis ist dasselbe, eine Vermischung der Empfindungen. Aber das ist noch gar nichts. Meiner Meinung nach ist das erstaunlichste Beispiel für Synästhesie der Fall von Spike Jahan. Er kontaktierte Ramachandran und erzählte, dass er Zahlen in Farben sieht. Nichts Besonderes, wenn da nicht ein Aber wäre. Spike ist farbenblind. Welche Farben sieht er also, wenn seine Farbwahrnehmung gestört ist? In unseren Augen gibt es 3 Arten spezieller Zellen. Jede ist für ihre eigene Farbe zuständig. Rot, grün oder blau. Zusammen ermöglichen sie uns Millionen von Farbtönen zu sehen. Bei Farbenblinden funktioniert eine oder mehrere Arten dieser Zellen nicht, daher sehen sie weniger Farben. Aber hier wird es interessant. Spike beschrieb die Farben, die er in Zahlen sah, als marsianisch. Seltsame, unwirkliche Farbtöne, denen er im gewöhnlichen Leben nie begegnet war. Obwohl Spikes Augen nicht alle Farben wahrnehmen konnten, war der Bereich des Gehirns, der für deren Verarbeitung zuständig ist, vollständig intakt und genau dieser erzeugte das Gefühl einer unbekannten Farbe. Stellen Sie sich vor, wie das ist, Zahlen anzuschauen oder auch nur an sie zu denken und Farben zu sehen, die man in der Welt um sich herum nie gesehen hat. Das ist ungefähr so, als würde man einem von Geburt an Blinden erklären, was die Farbe Blau ist. Man fragt sich unwillkürlich, ob wir wirklich verstehen können, was ein anderer Mensch fühlt. Vielleicht hilft die Erforschung der Synästhesie, Antworten zu finden. Viele große Kreative wie der Künstler Kandinsky und der Schriftsteller Nabokov besaßen Synästhesie. Der berühmte Komponist Frank Liszt überraschte einst sein Orchester mit der Bitte, ein bisschen blauer zu spielen. Statistisch gesehen erlebt etwa ein Drittel der Kunstschaffenden ähnliche Empfindungen. Aber warum? Haben sie vielleicht einfach eine reichere Vorstellungskraft? Oder sind sie weniger zurückhaltend im Ausdruck ihrer Gefühle? Der Schlüssel zur Lösung liegt in der Fähigkeit kreativer Menschen, Metaphern zu schaffen. Wenn Shakespeare schreibt, Julia ist die Sonne, denken wir nicht, dass sie eine riesige brennende Kugel ist. Wir verstehen, sie ist ebenso warm und hell. Sie erhellt die Welt um sich herum auf die gleiche Weise. Unser Gehirn findet diese Verbindungen zwischen scheinbar unverbundenen Dingen sofort. Genauso finden Synästhetiker Verbindungen zwischen Farben und Zahlen, Klängen und Geschmäckern. Metaphern sind für uns so natürlich, dass wir sie ständig verwenden, ohne es zu bemerken. Sie schmücken nicht nur die Sprache, sie helfen uns, kreativ zu denken. Wenn wir warmer Empfang oder leuchtende Persönlichkeit sagen, verwenden wir auch Metaphern. Menschen mit Schädigungen bestimmter Gehirnbereiche verlieren die Fähigkeit, metaphorische Bedeutungen zu verstehen. Sie nehmen alles wörtlich. Zum Beispiel werden sie das Sprichwort „Es ist nicht alles Gold, was glänzt" nur im Kontext von Metallen verstehen. Vielleicht ist es also nicht so, dass Synästhesie häufiger bei kreativen Menschen vorkommt, sondern umgekehrt. Menschen werden kreativer dank Synästhesie. Aber warum werden dann nicht alle Synästhetiker zu großen Künstlern? Möglicherweise schafft Synästhesie nur eine Veranlagung zur Kreativität, aber für deren Entwicklung sind auch andere Faktoren notwendig. In Afrika gibt es eine ungewöhnliche Blutkrankheit, Sichelzellenanämie. Sie entsteht, wenn ein Mensch 2 Kopien eines bestimmten Gens von seinen Eltern erhält. Man könnte meinen, die Evolution hätte diese gefährliche Krankheit längst beseitigen müssen, aber es stellte sich heraus, dass selbst eine Kopie dieses Gens vor Malaria schützt. Daher hat sich dieses Gen in Gebieten, wo Malaria verbreitet ist, trotz des Risikos erhalten. Auf ähnliche Weise lässt sich auch Synästhesie erklären. Gene, die manchmal zu einer ungewöhnlichen Vermischung der Sinne führen, könnten unsere gesamte Spezies kreativer machen. Dies ist eine nützliche Eigenschaft, obwohl sie sich bei manchen Menschen in ungewöhnlicher Form zeigt. Im Gegensatz zu Krankheiten sind die meisten Synästhetiker jedoch mit ihren Fähigkeiten zufrieden und möchten nicht davon geheilt werden.
Übrigens sind wir alle ein bisschen Synästhetiker, höchstwahrscheinlich auch Sie. Schauen Sie sich diese Figuren an. Welche davon heißt Buba und welche Kiki? Fast alle Menschen, unabhängig von Sprache und Kultur, nennen diesen Klecks Buba und den Spitzensplitter Kiki. Warum? Weil die weichen Konturen des Kleckses dem sanften Klang von Buba entsprechen und die scharfen Linien des Splitters dem abgehackten Kiki. Genauso verbindet unser Gehirn auf natürliche Weise visuelle Bilder mit Klängen und schafft eine Art universelle Sprache. Synästhesie aktiviert bestimmte Gehirnbereiche und überspringt andere, und vielleicht hilft uns gerade das zu verstehen, warum der Mensch nicht nur schöne Farben sehen kann, sondern auch von Sternen träumen und Kunst erschaffen kann. Im Jahr 1999 wurde Ramachandran mit einem ungewöhnlichen Patienten konfrontiert, dem Chemieprofessor Dr. Hamdi. Er hatte eine Kopfverletzung erlitten und einen Schlaganfall durchgemacht, der seine linke Gehirnhälfte beschädigt hatte. Infolgedessen war die rechte Körperseite gelähmt, aber am meisten beunruhigte ihn, dass er die Fähigkeit verloren hatte, frei zu sprechen. Selbst eine einfache Bitte nach Wasser erforderte von ihm enorme Anstrengungen. Er entwickelte eine Broca-Aphasie, eine Sprachstörung, die bei Schädigung des linken Frontallappens des Gehirns auftritt. Dr. Hamdi, erzählen Sie, wie sich der Unfall ereignet hat. Jackson, Wyoming, und rutschte hinunter und, stolperte. Alles gut? Handschuhe, Fäustlinge, Pfosten, aber Blut getrocknet, 3 Tage gehen Krankenhaus und, Koma, 10 Tage, verlegt nach Sharp. Können Sie jetzt mit der linken Hand schreiben? Ja. Wenn Sie schreiben, schreiben Sie dann langsam? Ja. Genau wie beim Sprechen? Genau. Wenn Leute schnell sprechen, haben Sie keine Probleme mit dem Verständnis? Aber Sprache, verlangsamt. Und was denken Sie? Hat sich Ihre Sprache verlangsamt oder Ihre Gedanken? Ja, aber, Worte schön, Sprache. Dr. Hamdi versuchte seinen Zustand zu erklären, indem er die Lippen bewegte. Seine Gedanken waren klar, aber die Worte kamen nicht. Er konnte einfache mathematische Aufgaben lösen und komplexe Sätze verstehen. Mit komplexerer Algebra kam er jedoch nicht mehr zurecht. Dies brachte Ramachandran auf den Gedanken, möglicherweise ist die beschädigte Gehirnregion nicht nur für den Satzbau verantwortlich, sondern auch für andere formale Regeln wie mathematische. In der normalen Sprache bauen wir ständig Phrasen in andere ein. Hier ein Beispiel. Ich habe die Geschichte, die ich von dir gehört habe, meinen Freunden erzählt. Hier gibt es einen eingebetteten Teil. So können wir Sätze komplexer gestalten. Dr. Hamdi hatte diese Fähigkeit verloren. Als Dr. Ramachandran Dr. Hamdi bat aufzuschreiben, wie er ins Krankenhaus kam, gab es im Text keine Bindewörter. Das gleiche Problem wie beim Sprechen. Dann bat er ihn, das bekannte Lied Happy Birthday to You zu singen, und er sang es perfekt. Sowohl die Melodie als auch die Worte. Das Problem lag überhaupt nicht in den Muskeln, die die Sprache steuern. Dr. Hamdi hatte eine Störung der Sprachbeherrschung selbst, die Fähigkeit, Sätze nach den Regeln der Grammatik zu bilden. Wenn wir ein einfaches Wort wie Rose aussprechen, löst es einen ganzen Strom von Assoziationen aus. Die erste geschenkte Blume, der süße Duft, Rosengärten, die Hauptfigur der Titanic. Es scheint, dass für die Arbeit eines so komplexen Mechanismus das gesamte Gehirn beteiligt sein müsste. Aber Fälle von Patienten wie Dr. Hamdi zeigen, nein. Für die Grammatik ist das Broca-Areal zuständig und für das Verständnis der Bedeutung das Wernicke-Areal. Wenn das Broca-Areal beschädigt ist, spricht die Person wie Tarzan. In kurzen, einfachen Sätzen, aber mit Sinnvermittlung. Und bei Schädigung des Wernicke-Areals entstehen flüssige, grammatikalisch korrekte, aber sinnlose Sätze. Wie entstand dieses komplexe System bei unseren Vorfahren und wie hängt es mit dem Haupträtsel der Neurobiologie zusammen, unserem Bewusstsein? Die Geschichte der menschlichen Sprache begann mit einfachen Lauten, ähnlich denen, die moderne Affen von sich geben. Aber vor etwa 100.000 Jahren geschah ein Sprung. Unser Gehirn lernte komplexe Gedanken und Sprache. Wissenschaftler versuchen immer noch zu verstehen, wie dies geschah, denn es muss eine Zwischenstufe der Entwicklung gegeben haben. Es ist wichtig zu verstehen, dass Sprache nicht nur ein Kommunikationsmittel ist. Nehmen wir zum Beispiel Meerkatzen. Sie haben 3 verschiedene Warnrufe. Einen für den Leopard, einen anderen für die Schlange und einen dritten für den Adler. Jeder Ruf löst ein bestimmtes Verhalten bei anderen Affen aus. Aber das ähnelt eher einer Feueralarmsirene als echten Wörtern. Die menschliche Sprache ist einzigartig. Mit 8 Jahren kennt ein Kind bereits 100-mal mehr Wörter als ein Affe in seinem ganzen Leben.
Washoe, ein Schimpanse, der etwa 200 Wörter in Gebärdensprache lernte, ist kein Vergleich. Aber das Wichtigste ist, wir haben Funktionswörter geschaffen. Wenn und dann existieren nur in der menschlichen Sprache. Nur Menschen können komplexe Sätze bilden, indem sie einen Satz in einen anderen einbetten. Wir können über vergangene Ereignisse und über die Zukunft sprechen, und nur ein Mensch kann den Taj Mahal als einen Tränentropfen auf der Wange der Zeit bezeichnen. Das Entstehen der Sprache ist ein Rätsel. Es ist leicht zu verstehen, wie im Evolutionsprozess die Giraffe einen langen Hals bekam. Tiere mit längerem Hals konnten mehr Blätter erreichen und mehr Nachkommen hinterlassen, aber wie konnte eine Sprache entstehen, bei der viele komplexe Elemente zusammenarbeiten müssen? Es gibt mehrere Theorien. Alfred Wallace, ein Zeitgenosse Darwins, hielt die Sprache für zu komplex für die natürliche Auslese und glaubte, dass Gott sie erschaffen hatte. Der Gründungsvater der modernen Linguistik, Noam Chomsky, vermutete, dass die Sprache spontan als neue Eigenschaft eines komplexen Systems entstand. Ähnlich wie Chlor und Natrium essbares Salz bilden. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Der Paläontologe und Evolutionsbiologe Stephen Gould dachte, dass Sprache ein Nebenprodukt der Entwicklung des Denkens sei. Und der Wissenschaftler Steven Pinker ist überzeugt, dass es sich um einen angeborenen Instinkt handelt, der sich speziell für die Kommunikation entwickelt hat. Ramachandran glaubt, dass die ersten beiden Theorien nicht wissenschaftlich überprüft werden können, und in den Ideen von Gould und Pinker steckt ein Körnchen Wahrheit, aber sie geben keine vollständige Erklärung. Er bietet eine neue Sichtweise auf den Ursprung der Sprache. Der Kern ist, dass Sprache durch eine glückliche Kombination verschiedener Fähigkeiten des Gehirns entstanden ist, die sich ursprünglich für andere Zwecke entwickelt hatten. Es ist sinnlos zu fragen, was wichtiger ist, Gene oder Umwelt. Das ist, als würde man fragen, was mehr zum Salzgehalt des Salzes beiträgt, Natrium oder Chlor. Sprache entsteht aus der Interaktion von angeborenen Fähigkeiten und Umwelteinflüssen. Die Hauptfrage ist nicht, ob Sprache angeboren oder erworben ist, sondern wie sich die Fähigkeit entwickelt hat, Sprache schnell zu lernen. Wie sind wir von den einfachen Lauten der Affen zur Poesie Shakespeares übergegangen? Erinnern Sie sich an das Experiment mit Buba und Kiki? Liegt hier nicht der Schlüssel dazu, wie die ersten Wörter bei unseren Vorfahren entstanden? Viele Linguisten glauben, dass Wörter zufällig entstanden sind, als ob sich die alten Menschen am Lagerfeuer versammelt und vereinbart hätten, Dinge so und so zu nennen, aber das ist naiv. In der Sprache des peruanischen Stammes der Humabisa gibt es verschiedene Bezeichnungen für Vögel und Fische, und hier ist das Interessante: Wenn man diese Wörter einem Chinesen gibt, der diese Sprache noch nie gehört hat, kann er sie korrekt in zwei Gruppen einteilen. Der Klang der Wörter spiegelt irgendwie die Form dessen wider, was sie beschreiben. Interessant ist auch, wie unsere Bewegungen mit der Sprache verbunden sind. Bereits Darwin bemerkte, dass wir beim Schneiden mit einer Schere unwillkürlich den Kiefer bewegen. Das liegt daran, dass die Gehirnbereiche, die für die Bewegungen der Hände und des Mundes verantwortlich sind, nahe beieinander liegen. Oder schauen Sie, wie wir „komm her" sagen. Wir machen eine lockere Geste mit der Hand und unsere Zunge macht eine ähnliche Bewegung im Mund. Wenn wir „geh weg" sagen, stülpen sich die Lippen nach außen, als würden sie wegstoßen. Vielleicht hat sich die alte Gebärdensprache genau so in Sprache verwandelt. Handbewegungen gingen natürlich in Bewegungen der Lippen und der Zunge über. Natürlich haben sich die Sprachen in Tausenden von Jahren stark verändert. Manchmal reichen 200 Jahre aus, damit eine Sprache für die Vorfahren unverständlich wird. Obwohl, was soll's mit Hunderten von Jahren? Jedenfalls war diese alte Verbindung zwischen Gesten und Lauten möglicherweise der Samen, aus dem die menschliche Sprache gewachsen ist. So bildeten sich im Gehirn unserer Vorfahren drei wichtige Verbindungen. Die erste verband visuelle Bilder mit Klängen, wie im Experiment mit Buba und Kiki. Die zweite verband beim Sprechen Laute mit Mundbewegungen und die dritte vereinte Mundbewegungen mit Gesten. Jede dieser Verbindungen konnte sehr schwach sein, aber zusammen verstärkten sie sich gegenseitig wie eine Schneekugel und schufen allmählich eine echte Sprache. Dies wird durch Untersuchungen des Affengehirns bestätigt. Sie haben Spiegelneuronen, die aktiviert werden, sowohl wenn der Affe selbst nach einer Nuss greift, als auch wenn er sieht, wie ein anderer Affe dies tut. Diese Neuronen verstehen gleichsam die Absichten anderer. Diese Fähigkeit, Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Dingen zu finden, ist die Grundlage unseres abstrakten Denkens. Ja, es klingt einfach, aber genau diese Fähigkeit hat uns zu Menschen gemacht. Im Evolutionsprozess entwickelte sich bei uns besonders schnell der linke untere Parietallappen.
Bei Menschen bildeten sich dort zwei neue Strukturen, der Gyrus angularis und der Gyrus supramarginalis, und das ist kein Zufall. Wir haben zwei Gyri angularis, einen in jeder Hemisphäre, und sie entwickelten unterschiedliche Abstraktionsstile. Der rechte arbeitet mit räumlichen und körperlichen Metaphern, der linke mit sprachlichen einschließlich Wortspielen. Den oberen Teil dieses Bereichs, den Gyrus supramarginalis, gibt es auch nur beim Menschen. Wenn er beschädigt ist, entsteht eine seltsame Störung, Apraxie. Die Person kann normal sprechen und denken, aber kann keine einfachen Handlungen demonstrieren. Wenn man sie bittet, zu zeigen, wie man einen Nagel einschlägt, schlägt sie einfach mit der Faust auf den Tisch. Obwohl sie den Sinn der Handlung versteht, kann sie im Geist kein Bild erzeugen und es in Bewegungen umsetzen. Außerdem können solche Menschen nicht beurteilen, ob andere Handlungen richtig ausführen. Es fällt ihnen schwer, neue Gesten zu wiederholen, und sie bemerken ihre Fehler nicht. All diese Fähigkeiten sind mit Spiegelneuronen verbunden. Der untere Parietallappen entwickelte sich wahrscheinlich beim Primaten für das Springen auf Bäumen, wo eine genaue Koordination von Sehnen, Muskeln und Gelenken erforderlich ist. Später, aufgrund einer zufälligen Verdoppelung der Gene, teilte sich dieser Bereich in zwei Teile. Der obere Teil behielt die Funktion der Bewegungskoordination bei, entwickelte sie aber auf ein neues Niveau, für die Arbeit mit Werkzeugen, und der untere Teil erwarb die Fähigkeit, Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Dingen zu finden. Was die Grammatik betrifft, wahrscheinlich entstand sie aus der Fähigkeit, Werkzeuge zu benutzen. Selbst eine einfache Aktion, zum Beispiel das Zerschlagen einer Kokosnuss mit einem Stein, hat eine Struktur ähnlich einem Satz. Es gibt ein handelndes Subjekt, Mensch, eine Handlung, Schlag, und ein Objekt, Kokosnuss. Als unsere Vorfahren lernten, zusammengesetzte Werkzeuge herzustellen, konnte dies die Grundlage für komplexe Sätze werden, in denen ein Satz in einen anderen eingebettet wird. Übrigens ist es nützlich, sich an die Evolutionsgeschichte des Gehörs bei Säugetieren zu erinnern. Unsere reptilischen Vorfahren hatten 3 Knochen im Kiefer. Sie brauchten einen beweglichen Kiefer, um große Beute im Ganzen zu schlucken. Als sich Reptilien zu Säugetieren entwickelten, die ihre Nahrung kauen, wurden 2 dieser Knochen zu Gehörknöchelchen in unserem Ohr. Sie waren bereits günstig positioniert und übertrugen sogar Schallschwingungen vom Boden. Auf ähnliche Weise könnte auch die Sprache aufgrund einer günstigen Kombination verschiedener Gehirnfähigkeiten entstanden sein, die sich ursprünglich für andere Aufgaben entwickelt hatten. Leider hinterlässt die Sprache im Gegensatz zu Knochen keine Fossilien. Daher können Wissenschaftler nur Vermutungen über ihre Evolution anstellen. Kunst ist die Erfüllung unseres Verlangens, uns selbst unter den Phänomenen der äußeren Welt zu finden. Richard Wagner. In der Welt gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Kunst, von altgriechischen Statuen bis zu tibetischen Tankas, von afrikanischen Masken bis zu impressionistischen Gemälden. Auf den ersten Blick scheinen Wissenschaft und Kunst unvereinbar zu sein, denn die Wissenschaft sucht nach allgemeinen Gesetzen, während die Kunst die Individualität feiert. Aber ist das wirklich so? Interessanterweise teilen wir viele ästhetische Prinzipien mit anderen Lebewesen. Zum Beispiel finden wir Blumen schön, obwohl sie sich entwickelt haben, um Bienen anzulocken, nicht Menschen. Faunfedern faszinieren uns, obwohl sie dazu dienen, Weibchen anzuziehen, und die Laubenvögel aus Australien schaffen wahre Kunstwerke, riesige, mit Blumen und glänzenden Gegenständen geschmückte Nester. Sie wählen und arrangieren ihre Dekorationen so sorgfältig, dass, wenn auch nur eine Beere entfernt wird, der Vogel sie sofort an ihren Platz zurückbringt. In der menschlichen Kultur wirken ähnliche Prinzipien. Nehmen wir die indische Bronzestatue der Göttin Parvati aus dem 12. Jahrhundert. Für Inder verkörpert sie Weiblichkeit und Anmut, aber die Viktorianer waren verwirrt. Zu große Brüste, breite Hüften, unnatürlich schmale Taille. Sie hielten es für primitive Kunst und beurteilten es nach den Standards der griechischen Klassik. Aber Kunst ist keine Kopie der Realität. Man kann nicht einfach seine Katze fotografieren und es Kunst nennen. Gleichzeitig ist auch eine zufällige Verzerrung der Realität keine Kunst. Es gibt bestimmte Gesetze der Verzerrung, die in jeder Kultur funktionieren. Die Erforschung des menschlichen Gehirns half Ramachandran, 9 universelle Gesetze der Ästhetik zu formulieren. Es sind so etwas wie Rezepte, die ein Künstler verwendet, um Bilder zu schaffen, und diese Bilder wirken stärker auf das Gehirn als die Realität. Wie nimmt das menschliche Gehirn tatsächlich Schönheit wahr? Die erste wichtige Regel ist das Gesetz der Gruppierung. Anfang des letzten Jahrhunderts bemerkten Psychologen eine interessante Eigenschaft. Unser Gehirn liebt es, ähnliche Elemente zu vereinen. Wir empfinden dabei Vergnügen. Schauen Sie sich diese Figuren an, welche gefällt Ihnen besser?
Ja, fast alle Menschen, wie auch Sie, wählen die rechte. Und jetzt betrachten Sie dieses Bild. Zuerst sehen Sie ein Chaos aus Flecken, aber nach einigen Sekunden fügen sich die Flecken zu den Umrissen eines Dalmatiners zusammen. Das Gehirn ist zufrieden. Aufgabe gelöst. Künstler und Designer kennen dieses Prinzip sehr gut. Wiederholung von Farben schafft Harmonie. Dies ist besonders in den Werken der Renaissance-Meister zu sehen. Nehmen wir Raffaels Madonna im Grünen. Dort vereinen die gleichen bläulichen Töne im Himmel und in Marias Kleidung das gesamte Gemälde. Und in Botticellis Frühling korrespondieren die hellblauen Töne des Kleides mit dem himmlischen Hintergrund. Dasselbe Prinzip funktioniert auch in der Mode. Deshalb raten Stylisten, einen roten Schal mit einem roten Rock zu kombinieren. Und der Grund für diese Harmonie liegt in der fernen Vergangenheit. Stellen Sie sich unsere Vorfahren im Dschungel vor. Sie mussten sofort ein Raubtier im Grünen bemerken. Die Augen erfassten einige gelbe Flecken und das Gehirn zog sofort den Schluss: Solche Flecken konnten nicht zufällig nebeneinander erscheinen, also sind es Teile eines Objekts, wahrscheinlich eines Löwen. Zeit zu fliehen. Ein Künstler, der ähnliche Farben und Formen in einem Gemälde gruppiert, nutzt diese uralte Fähigkeit des Gehirns und obwohl es eine Art Täuschung ist, wir genießen es trotzdem. Die zweite Regel der Ästhetik ist die maximale Verschiebung. Sie zeigt, wie unser Gehirn auf Übertreibungen reagiert. Wissenschaftler entdeckten dieses Gesetz durch Experimente mit Tieren. Stellen Sie sich eine Ratte vor, die lernt, zwischen einem Rechteck und einem Quadrat zu unterscheiden. Für die Wahl des Rechtecks erhält sie Käse, für die Wahl des Quadrats nichts. Wenn die Ratte die Regel gelernt hat, zeigt man ihr ein neues, länglicheres Rechteck und es gefällt ihr besser als das erste. Die Ratte hat die Idee mit der Rechteckigkeit verstanden und freut sich über ihre Verstärkung. Je weiter die Form vom Quadrat entfernt ist, desto besser. Genau darin liegt die Kraft der Karikatur. Der Künstler findet die Merkmale, die ein Gesicht einzigartig machen und übertreibt sie. Eine große Nase wird noch größer, dichte Augenbrauen noch dichter. Das Ergebnis ist, dass die Karikatur erkennbarer erscheint als das Original. Der Bildhauer von Parvati verwendete dasselbe Prinzip. Er nahm eine durchschnittliche weibliche Form, entfernte alles Männliche und verstärkte das Weibliche. Dann fügte er eine besondere Pose hinzu, eine dreifache Biegung, die für Männer aufgrund ihrer Anatomie nicht zugänglich ist. Das Ergebnis war eine anatomisch falsche, aber unglaublich weibliche Göttin. Dieses Prinzip wird auch in der Natur bestätigt. Eine interessante Entdeckung machte der Biologe Nicolaas Tinbergen bei der Erforschung von Möwen. Möwenküken erkennen ihre Mutter an einem roten Fleck auf ihrem gelben Schnabel. Sie picken auf diesen Fleck, um nach Futter zu betteln. Tinbergen fand heraus, dass es für das Küken ausreicht, nur einen gelben Stock mit einem roten Fleck zu sehen, und es wird ihn für seine Mutter halten. Und als der Wissenschaftler einen langen Stock mit 3 Streifen zeigte, geriet das Küken in rasende Begeisterung. Dieser seltsame Gegenstand, der einem echten Schnabel überhaupt nicht ähnlich sah, löste eine stärkere Reaktion aus als das Original. Diese Entdeckung hilft, die Natur der abstrakten Kunst zu verstehen. Die Werke von Abstraktionisten wirken auf unser Gehirn wie Superstimuli. Picasso und Henry Moore fanden visuelle Elemente, die Neuronen stärker erregen als reale Objekte, wie der einfache Schnabel mit einem Punkt, das Möwenküken dazu bringt, nach Nahrung zu greifen. Dasselbe taten die Impressionisten, aber mit Farbe. Van Gogh und Monet verstärkten die Farben bis zum Äußersten. Deshalb verlieren ihre Bilder in Schwarz-Weiß ihre Kraft, denn das Wichtigste an ihnen ist nicht die Form, sondern die Farbe. Stellen Sie sich ein Bild ohne Kontrast vor. Weiße Farbe auf weißer Leinwand. Kann man das Kunst nennen? Sie könnten antworten, ja, man kann. Heutzutage werden für noch seltsamere Objekte enorme Summen ausgegeben. 1936 schuf die Künstlerin Meret Oppenheim eines der seltsamsten und einflussreichsten Werke in der Kunstgeschichte. Sie nahm ein gewöhnliches Teeservice, Tasse, Untertasse und Löffel und überzog es mit Gazellenfell. Dieser Gegenstand bricht mit all unseren Erwartungen. Eine Tasse sollte hart und kalt sein, während Fell weich und warm ist. Geschirr ist zum Essen und Trinken da, aber eine Pelztasse ist unmöglich zu benutzen. Oppenheim ließ vertraute Dinge aufeinanderprallen, um ein Gefühl der Fremdheit und Angst zu erzeugen. Die nächste Regel ist die Isolation. Sie erklärt, wie es kommt, dass eine einfache Bleistiftskizze oft einen stärkeren Eindruck hinterlässt als ein detailliertes Foto. Der Künstler entfernt das Überflüssige und hebt das Wesentliche hervor. Form, Farbe oder Bewegung. So kann sich unser Gehirn leichter auf eine Qualität konzentrieren, denn selbst mit Milliarden von Neuronen können wir nicht alles auf einmal erfassen. Ramachandran fand eine Bestätigung dieses Gesetzes in den Zeichnungen autistischer Kinder. Schauen Sie sich diese Zeichnungen eines Pferdes an.
Eine wurde von einem 7-jährigen autistischen Mädchen gezeichnet, eine andere von Leonardo da Vinci und eine dritte von einem gewöhnlichen Kind. Was meinen Sie, welche ist welche und welche gefällt Ihnen am besten? Wenn ich Vorträge halte, führe ich oft eine Umfrage im Publikum durch. Ich bitte darum, diese Pferde nach ihrer zeichnerischen Fertigkeit zu ordnen, ohne mitzuteilen, wer sie gezeichnet hat. Seltsamerweise landet das Pferd des autistischen Mädchens meistens auf dem 1. Platz und das Pferd von Da Vinci auf dem 2. Ein Paradoxon? Wie ist es möglich, dass ein Kind mit Entwicklungsverzögerung, das kaum sprechen kann, besser zeichnet als einer der größten Genies der Renaissance? Dieses Mädchen hieß Nadia. Sie wurde 1967 im englischen Nottingham geboren. Von Geburt an war der Teil ihres Gehirns beschädigt, der für Kommunikation und Sprache zuständig ist. Deswegen sprach Nadia kaum, verstand andere Menschen nur schwer und schien in ihre eigene Welt versunken zu sein. Aber mit 3,5 Jahren geschah ein Wunder. Nadia begann zu zeichnen. Ihre Zeichnungen verblüfften durch ihre Genauigkeit und Meisterschaft. Sie liebte es besonders, Pferde und Hähne darzustellen, obwohl sie selten sah. Sie arbeitete schnell und sicher, konnte den Kopf eines Pferdes in nur 2 Minuten zeichnen. Dabei kopierte das Mädchen nicht, was es vor sich sah, sie zeichnete aus dem Gedächtnis. Mit 5 Jahren diagnostizierten Ärzte bei ihr Autismus und Entwicklungsverzögerung. Nadia konnte kaum sprechen, hatte Schwierigkeiten mit einfachen Aufgaben. Sich anziehen, essen, Schnürsenkel binden. Aber ihre Zeichnungen, sie waren so perfekt, dass sie mit den Werken von Leonardo da Vinci verglichen wurden. Sie verstand intuitiv die Gesetze der Perspektive und Proportionen, die normale Kinder jahrelang lernen. Bei dem Mädchen blieb ein gesunder Bereich im rechten Scheitellappen des Gehirns erhalten. Er ist verantwortlich für die räumliche Wahrnehmung und künstlerische Fähigkeiten. Da andere Bereiche des Gehirns schlecht funktionierten, wurden alle Aufmerksamkeitsressourcen dorthin gelenkt. Infolgedessen konnte sie das Wesen des Pferdes erfassen und übermitteln. Interessanterweise verlor Nadia diese Fähigkeit vollständig, als sie älter wurde und weniger autistisch war. Ähnliche Fälle treten auch bei Erwachsenen auf. Der Arzt Steve Miller untersuchte Patienten mit Demenz, einer Krankheit, die bestimmte Teile des Gehirns zerstört. Er bemerkte etwas Seltsames. Einige Patienten mit fortschreitender Demenz begannen plötzlich wunderbar zu zeichnen, obwohl sie zuvor kein solches Talent hatten. Gehirnscans zeigten, dass wenn die Krankheit die Frontal- und Temporallappen des Gehirns befiel, der Parietallappen aktiver wurde. Dieser ist für künstlerische Fähigkeiten verantwortlich. Könnte es also sein, dass in jedem von uns solche Talente verborgen sind? Der Physiker Alan Snyder vermutete, dass wenn man bestimmte Gehirnbereiche vorübergehend abschaltet, man seine Talente freisetzen könnte, und seltsamerweise bestätigte sich diese Hypothese. Forscher führten Experimente durch. Sie verwendeten magnetische Gehirnstimulation bei normalen Studenten und diese begannen besser zu zeichnen und komplexe mathematische Probleme zu lösen. Es gibt ein erstaunliches Paradoxon in der Funktionsweise unserer Wahrnehmung von Schönheit. Manchmal erscheint ein teilweise verborgenes Objekt attraktiver als ein vollständig offenes. Dies wird als Peekaboo-Prinzip bezeichnet. Wie in einem Kinderspiel, wo ein Erwachsener sich versteckt und mit den Worten Kuckuck erscheint. Warum ist das so? Man würde doch meinen, wenn Kunst unsere visuellen Zentren stimulieren soll, dann müsste ein offeneres Bild stärker wirken. Aber das Geheimnis liegt darin, dass unser Gehirn es liebt, Rätsel zu lösen. Jedes Mal, wenn wir erfolgreich eine Aufgabe lösen, sei es ein Kreuzworträtsel oder die Suche nach einer versteckten Figur, erleben wir eine kleine Explosion der Freude, dieses Aha! Aber was das Gehirn nicht mag, sind verdächtige Zufälle. Schauen Sie sich diese Zeichnungen an. Welche betrachten Sie lieber? Eine Palme genau zwischen den Hügeln kann man nur von einem einzigen Punkt aus sehen, aber ein leicht versetzter Baum wird von verschiedenen Positionen aus sichtbar sein. Unser Gehirn sucht immer nach den plausibelsten Erklärungen und vermeidet Merkwürdigkeiten. Schließlich ist das letzte Gesetz der Ästhetik die Symmetrie. Erinnern Sie sich an dieses magische Gefühl, als Sie zum ersten Mal ein Kaleidoskop in die Hand nahmen? Symmetrie fasziniert uns und dafür gibt es tiefe evolutionäre Gründe. In der Natur ist Symmetrie ein Zeichen des Lebens. Unser Gehirn scannt ständig die Umgebung auf der Suche nach wichtigen Objekten, Beute, Raubtieren, potenziellen Partnern und sie alle haben ein gemeinsames Merkmal: Symmetrie. Deshalb wenden sich neugeborene Säuglinge intuitiv symmetrischer Formen zu. Untersuchungen zeigen, wir finden symmetrische Gesichter attraktiver. Mehr darüber, wie Symmetrie unser Universum durchdringt, habe ich in einem kürzlichen Video erzählt. In der Inneneinrichtung eines Raumes oder in einem Kunstwerk erscheint vollkommene Symmetrie jedoch unnatürlich.
Die Regel der Symmetrie funktioniert nur für einzelne Objekte, nicht für ganze Szenen. In der Kunst ist Symmetrie oft mit Metapher verwoben. Nehmen wir die altindische Skulptur des tanzenden Shiva, Nataraja. Hier schaffen Symmetrie und Bewegung eine Metapher für den kosmischen Tanz, in dem sich die Energie der Schöpfung und Zerstörung verbindet. Selbst der große Auguste Rodin war von diesem Werk so beeindruckt, dass er in Trance geriet, als er versuchte, die Tanzbewegungen nachzuahmen. So tief beeinflussen biologische Prinzipien unsere Wahrnehmung von Schönheit, und das Verständnis dieser Prinzipien schmälert nicht die Größe der Kunst, sondern ermöglicht im Gegenteil, die Harmonie von Natur und menschlicher Kreativität tiefer zu schätzen. Erinnern Sie sich an die Geschichte von David vom Anfang des Videos? Er war überzeugt, dass seine Eltern Betrüger seien. Angeblich sähen sie genauso aus wie seine Eltern, seien aber in Wirklichkeit fremde Menschen. Wenn jedoch Davids Vater ihn anrief, erkannte er ihn sofort und sprach mit ihm, als wäre nichts gewesen. Sobald aber der Vater denselben Raum betrat, wurde er für David wieder nur zu einer Kopie seines wahren Vaters. Visuelle und auditive Signale verlaufen im Gehirn auf unterschiedlichen Wegen. Bei David war der Weg für visuelle Signale beschädigt, aber der auditive blieb intakt. Deshalb funktionierte sein Bewusstsein bei Telefongesprächen normal. Im Laufe der Evolution haben wir gelernt, die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Eine Katze ist für uns nicht nur ein gefährliches Tier wie für eine Ratte. Wir sehen in ihr sowohl einen Familienfreund als auch einen Jäger und einen Filmhelden. Diese Fähigkeit, die Vielschichtigkeit der Dinge zu sehen, macht uns zu Menschen. Bei David funktionierte diese Fähigkeit seltsam. Sein visuelles Ich sah nur die Oberfläche der Dinge, aber sein auditives Ich konnte sie tiefer verstehen. Sobald der Vater den Raum betrat, übertönte das visuelle Ich gewissermaßen das auditive. Wir sind es gewohnt, uns als etwas Ganzes und Unteilbares zu betrachten, aber die Neurologie zeigt, unser Ich ist nicht so ganzheitlich, wie es scheint. Es besteht aus verschiedenen Teilen, die unabhängig voneinander arbeiten können. Dennoch fühlen wir uns als ein Ganzes. Wir erinnern uns an unsere Vergangenheit und wissen, was morgen sein wird. Wir wissen genau, wo unser Körper endet und ein Fremder beginnt. All unsere Gefühle gehören nur uns. Wir können wählen und verstehen, dass wir existieren. Es ist wie ein Tisch, der auf Beinen steht. Ohne eines kann er noch stehen, aber verliert er mehrere Stützen, wird das Gleichgewicht gestört. Genau solche Fälle hat Ramachandran seine ganze Karriere lang studiert. Jede Störung ist eine Möglichkeit, besser zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert. In unserer Vorstellung von uns selbst spielt das Gefühl des eigenen Körpers eine enorme Rolle, und dieses Gefühl kann Fehlfunktionen aufweisen. Menschen mit Apotemnophilie zum Beispiel verspüren ein starkes Verlangen, einen Arm oder ein Bein zu amputieren. Sie betrachten es als überflüssig. Mehr als die Hälfte tut dies tatsächlich, obwohl sie körperlich absolut gesund sind. Aber hier ist das Seltsame. Die meisten Patienten wollen sich genau von der linken Gliedmaße befreien. Bei Berührung des unerwünschten Körperteils steigen ihre Stresswerte stark an. MRT-Scans zeigen, dass bei solchen Menschen die Berührung der überflüssigen Gliedmaße den oberen Parietallappen des Gehirns nicht aktiviert. Und genau dieser ist für das mentale Bild unseres Körpers verantwortlich. Das Gehirn gerät in eine schwierige Situation. Signale vom überflüssigen Arm oder Bein kommen an, aber im Körperschema gibt es keinen Platz dafür. Es ist, als würde man versuchen, einen 5. Stuhl an einen Tisch zu stellen, der nur für 4 Plätze vorgesehen ist. Interessanterweise akzeptiert das Gehirn problemlos Seltsamkeiten der Außenwelt. Wir genießen Rätsel und Paradoxa, aber wenn die Inkonsistenz innerhalb des Gehirns selbst entsteht, ist das Stress für das Gehirn selbst. Es ist einfacher, sich einfach vom überflüssigen Körperteil zu befreien. Eine der aufsehenerregendsten Entdeckungen in der Neurobiologie sind die Spiegelneuronen. Sie haben sicherlich oft von ihnen gehört. Diese Gehirnzellen ermöglichen es uns, andere Menschen zu verstehen, aber das ist nicht alles. Es scheint, dass wenn das System der Spiegelneuronen nach innen gerichtet ist, genau dieses uns ermöglicht, unseren eigenen Verstand zu erkennen. Im gesunden Gehirn gibt es ein feines Gleichgewicht. Spiegelneuronen helfen uns, andere Menschen zu verstehen, aber die Frontallappen hindern uns daran, uns vollständig in fremden Erfahrungen aufzulösen. Wir können mit dem Schmerz eines anderen Menschen mitfühlen, aber wir erleben ihn nicht buchstäblich. Aber hier ist was passiert, wenn dieses Gleichgewicht gestört wird. Beim Couvade-Syndrom fühlen werdende Väter so stark mit ihren schwangeren Frauen mit, dass bei ihnen physische Schwangerschaftssymptome auftreten.
Bei der Folie à deux können zwei Menschen denselben Wahnzustand teilen. Menschen mit Autismus verwechseln oft die Worte Ich und Du beim Sprechen. Es fällt ihnen so schwer, sich von anderen zu unterscheiden. Unser Ich ist kein Monolith. Es entsteht aus der Interaktion verschiedener Gehirnsysteme und die beiden Hemisphären spielen dabei eine besondere Rolle. Auf dem Kanal gibt es übrigens ein separates Video zu diesem Thema. Die linke Hemisphäre strebt danach, ein ganzheitliches Weltbild zu schaffen. Sie ist bereit, unbequeme Fakten zu ignorieren und Erklärungen zu definieren, um diese Ganzheit zu bewahren. Die rechte Hemisphäre fungiert als Advocatus Diaboli. Sie bemerkt Unstimmigkeiten und hilft sich selbst von außen zu sehen. Diese Interaktion der Hemisphären zeigt sich besonders deutlich bei Hirnschäden. Hier ist die Geschichte des Patienten Bill. Nach einem Schlaganfall war sein linker Arm vollständig gelähmt, aber er erkannte dies nicht an. Können Sie in die Hände klatschen? Ja. Bill ist aufrichtig überzeugt, dass er mit beiden Händen klatscht, obwohl sein linker Arm bewegungslos bleibt. Können Sie mit der rechten Hand meine Nase berühren? Ja. Ausgezeichnet. Können Sie dasselbe mit der linken Hand tun? Ich denke ja. Und, wie läuft's? Ich kann es tun, nur der Arm ist müde. Und das ist Ella. Auch sie leugnet die Lähmung ihres linken Arms, aber das Erstaunlichste ist, dass sie den gelähmten Arm überhaupt nicht als ihren eigenen betrachtet. Auf die Frage, wessen Arm ist das, antwortet Ella beharrlich, das ist der Arm meines Mannes. Yeah, you showed me my husband's hand. I showed you your husband's hand. You remember that clearly, do you? Yeah. Okay. Noch erstaunlicher sind Fälle von außerkörperlichen Erfahrungen. Manche Menschen können ein Phantomdoppel wahrnehmen, das alle ihre Bewegungen kopiert. Solche Zustände können auch bei gesunden Menschen auftreten, besonders in extremen Situationen. Es ist ein alter Schutzmechanismus, ähnlich wie Tiere sich totstellen. In einem Moment großer Gefahr kann sich ein Mensch von dem Geschehen distanzieren und sich selbst gleichsam von außen beobachten. Beim Capgras-Syndrom kann eine Person Nahestehende erkennen, aber nicht die gewohnten warmen Gefühle für sie empfinden. Genauer gesagt, überhaupt nichts empfinden. Diese Diskrepanz beunruhigt das Gehirn so sehr, dass es nichts Besseres findet, als zu erklären, das ist nicht meine echte Mutter, sondern ihre Kopie. Es gibt auch einen entgegengesetzten Zustand, Prosopagnosie. Dabei verliert eine Person die Fähigkeit, Gesichter bewusst zu erkennen, aber ihr Gehirn reagiert immer noch emotional auf Bekannte. Stellen Sie sich vor, Sie sehen jemanden, Ihr Herz beginnt schneller zu schlagen, aber Sie haben keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Ein noch seltsamerer Fall ist das Fregoli-Syndrom. Dabei sieht eine Person in jedem Fremden denselben Bekannten. Was uns einfach und natürlich erscheint, einen nahestehenden Menschen zu erkennen und sich über das Treffen zu freuen, erfordert in Wirklichkeit die perfekte Arbeit vieler Gehirnsysteme. Wenn auch nur eines davon versagt, kann sich unsere Welt bis zur Unkenntlichkeit verändern. In Indien traf Ramachandran einen ungewöhnlichen Patienten, Yusuf Ali. Er war absolut sicher, dass er tot sei, genauer gesagt, dass er nicht existiere. Dabei war er in allem anderen vernünftig. Ali hatte das Cotard-Syndrom, auch bekannt als Walking Corpse-Syndrom. Dies ist eine der seltsamsten Störungen, die mir bei der Vorbereitung dieses Videos begegnet sind. Es ist nicht nur eine tiefe Depression. Die Person hört auf, emotional auf Musik, Kunst und die Gesichter von Nahestehenden zu reagieren. Die Welt wird unwirklich. In seiner Jugend war Yusuf sehr gebildet, las begeistert die Werke von Sartre und Heidegger, doch bald begann sich sein Leben zu verändern. Seine Mutter bemerkte als erste Seltsamkeiten. Mehrmals pro Woche schien Yusuf sich von der Realität abzukoppeln. Sein Blick wurde trübe, er begann sich auf die Lippen zu beißen, seine Haltung verkrümmte sich. Als Dr. Ramachandran Ali zum ersten Mal im Krankenhaus traf, sah er zerzaust und unrasiert aus. Auf die einfache Frage, wie bist du ins Krankenhaus gekommen, schwieg Yusuf lange und flüsterte dann, Sie können nicht viel tun, ich bin tot. Ärzte versuchten ihn vom Gegenteil zu überzeugen, aber Yusuf beharrte auf seinem Standpunkt. Ich bin eine leere Hülle, manchmal fühle ich mich wie ein Geist, der in einer anderen Welt existiert. Als er gefragt wurde, wie er sprechen könne, wenn er tot sei, antwortete Ali, ich bin gleichzeitig tot und unsterblich. Die Ärzte verschrieben Ali ein Medikament, Lamotrigin. Innerhalb weniger Monate hörten die Anfälle auf, die Depression ließ nach, aber selbst nach 3 Jahren betrachtete Yusuf sich weiterhin als tot. Wissenschaftler vermuten, dass beim Cotard-Syndrom die Verbindungen zwischen verschiedenen Teilen des Gehirns unterbrochen werden. Die Person verliert die Fähigkeit, auf Ereignisse zu reagieren und allmählich beginnt die ganze Welt ihr unwirklich zu erscheinen.
wie in einem Traum. Und wenn man weder sich selbst noch die umgebende Welt fühlt, das ist wirklich wie der Tod im Leben. Übrigens gibt es auch einen entgegengesetzten Zustand. Bei temporaler Epilepsie kann eine Person ein Gefühl der Einheit mit dem Universum erleben. Die Empathiesysteme werden auf das Maximum gedreht und die Person empfindet für einen kurzen Moment die Verschmelzung mit Gott. Take everything away and just let me sit there and have that much joy. I feel like I can float and stuff sometimes, you know. It's like the best. Wir sind beim Eckpfeiler unseres Bewusstseins angelangt, dem freien Willen. In unserem Gehirn gibt es eine besondere Struktur, den Gyrus supramarginalis, der es ermöglicht, zukünftige Ereignisse und ihre Folgen vorzustellen. Wenn er beschädigt ist, verliert die Person die Fähigkeit, selbst einfache, sinnvolle Handlungen auszuführen. Die Person mag wissen, was zum Abschied winken bedeutet, kann es aber nicht tun, obwohl ihre Muskeln in Ordnung sind. Aber die Fähigkeit, Handlungsalternativen vorzustellen, ist nur ein Teil der Geschichte. Nicht weniger wichtig ist der Wunsch zu handeln selbst. Dafür ist der vordere Teil des Gyrus cinguli verantwortlich. Wenn er beschädigt ist, kann die Person in einen Zustand des wachen Komas fallen. Ich habe alles verstanden, aber ich wollte einfach nichts tun. Manchmal führt die Beschädigung dieses Bereichs zum Alien-Hand-Syndrom. Ihre Hand kann eigenständig handeln, Gegenstände greifen oder sogar den Kanal abonnieren. Und sie wird das schneller tun, als Sie denken können. Eine solche Kluft zwischen Bewusstem und Unbewusstem ist nicht selten. In Japan zum Beispiel arbeiten die weltbesten Experten für die Geschlechtsbestimmung von Küken. Sie schauen sich ein neugeborenes Küken an und bestimmen sofort, ob es ein Hahn oder eine Henne ist. Aber wenn man sie fragt, wie sie das machen, können sie es nicht erklären. Sie wissen es einfach. Eine ähnliche Geschichte ereignete sich während des Zweiten Weltkrieges. Manche Menschen konnten sofort britische und deutsche Flugzeuge am Himmel unterscheiden. Wie die japanischen Kükenexperten konnten sie nicht erklären, wie sie das machen. Als das Militär versuchte, anderen diese Fähigkeit durch Erklärungen beizubringen, funktionierte es nicht. Und diese unsichtbare Kluft zwischen Wissen und Bewusstsein kann riesig sein. Menschen mit Amnesie können lernen, Tetris zu spielen, werden aber jeden Tag behaupten, dass sie dieses Spiel noch nie gesehen haben. Ihr Gehirn erinnert sich, wie man spielt, aber ihr Bewusstsein weiß es nicht. Aber die beunruhigendste Manifestation dieser Kluft sind unsere verborgenen Vorurteile. Moderne Psychologen haben Tests entwickelt, die Vorurteile aufdecken können, von denen wir nicht einmal wissen. Stellen Sie sich vor, jemand sagt, ich habe keine Vorurteile, aber ist das wahr? Wissenschaftler haben einen cleveren Weg gefunden, es zu überprüfen. Die Person sitzt vor einem Computer, wo es nur 2 Tasten gibt, rechts und links. Zuerst ist die Aufgabe einfach. Siehst du ein gutes Wort, drücke die rechte Taste, siehst du ein schlechtes Wort, drücke die linke. Dann ändert sich die Aufgabe. Jetzt werden Fotos von Menschen verschiedener Rassen oder verschiedenen Gewichts gezeigt und hier wird es interessant. Wenn die Person tief im Inneren Vorurteile hat, verraten ihre Hände sie. Wenn jemandem unterbewusst eine Gruppe von Menschen nicht gefällt, drückt er schneller die Taste, wenn er ihr Foto neben negativen Wörtern sieht. Es gibt noch einen anderen Weg, verborgene Vorurteile einzufangen. Man kann beobachten, wie eine Person die Maus zu den Schaltflächen „Gefällt mir“ und „Gefällt mir nicht“ bewegt. Manchmal bewegt sich die Hand zuerst in Richtung „Gefällt mir nicht“ und ändert dann abrupt die Richtung. Das Unterbewusstsein hat sich bereits manifestiert, bevor die Person über die richtige Antwort nachdenken konnte. Das Erstaunlichste ist, dass Menschen aufrichtig nichts von ihren Vorurteilen wissen. Selbst diejenigen, die sich für absolut unvoreingenommen halten, können beim Test herausfinden, dass dem nicht so ist. Aber warum sollte man das überhaupt wissen? Nun, zum Beispiel hilft es uns, ehrlicher mit uns selbst zu sein. Wenn wir verstehen, dass wir unbewusste Vorurteile haben, können wir daran arbeiten, dass sie unsere Entscheidungen und Handlungen nicht beeinflussen. Denn man kann nicht korrigieren, wovon man nicht weiß, dass es existiert. Es gibt auch eine andere, noch wichtigere Schlussfolgerung und sie ist schwerer zu akzeptieren. Der größte Teil der Arbeit unseres Gehirns geschieht unbewusst. Wie finden Sie das? Es ist erwiesen, dass Menschen häufiger diejenigen heiraten, deren Name mit demselben Buchstaben beginnen wie ihre eigenen. Thomas heiratet Tanja, Stefan heiratet Sabine und Michael verliebt sich in Maria. Das sind nicht nur Zufälle. Die Analyse tausender Eheaufzeichnungen bestätigt diese Regelmäßigkeit. Schreiben Sie in die Kommentare, wenn Sie das bemerkt haben. Außerdem wählen Menschen häufiger Berufe, die mit ihren Namen übereinstimmen. Carlas werden häufiger Kassiererinnen,
Malte werden Maler und Bärbels arbeiten öfter als Bäckerinnen. Das Gehirn ist besonders empfindlich für wiederholte Reize. Wenn Sie oft ein Gesicht sehen, beginnt es attraktiver zu erscheinen, selbst wenn Sie sich nicht erinnern, es zuvor gesehen zu haben. Auf demselben Prinzip basiert Werbung. Je öfter wir ein Produkt oder eine Person sehen, desto mehr mögen wir sie. Noch erstaunlicher ist, dass häufig wiederholte Informationen uns wahrheitsgetreu erscheinen. Forscher haben festgestellt, wenn eine Person eine Aussage zum zweiten Mal hört, wird sie eher daran glauben, selbst wenn es nicht wahr ist. Zum Beispiel könnte jemand irgendwo gehört haben, dass alle gentechnisch veränderten Produkte Krebs verursachen. Obwohl das nicht stimmt, könnte diese Person ihr Leben lang solche Produkte meiden. Und selbst wenn ihr wissenschaftliche Studien über deren Sicherheit gezeigt werden, könnte die alte Überzeugung stärker sein. Unser Unterbewusstsein ähnelt einem unsichtbaren Puppenspieler, der uns subtil zu bestimmten Entscheidungen drängt. Es beeinflusst die Wahl des Partners, des Berufs, des Wohnorts und sogar das, woran wir glauben. Und das Wichtigste ist, dass wir das fast nie bemerken. Auf dem Wimbledon-Platz spielen Roboter. Sie verbrauchen nur 300 Gramm Kohlenwasserstoffe, springen aber wie Bergziegen über den Platz. Sie bewegen sich mit unglaublicher Präzision und schlagen Bälle zurück, die mit einer Geschwindigkeit von 150 Kilometern pro Stunde fliegen. Diese Roboter sind professionelle Tennisspieler. Als Ilie Nastase das Finale gegen Björn Borg verlor, sagte er ist eine Art Roboter aus dem Weltraum. Aber wie wird ein Mensch zu einem solchen Roboter? Es beginnt alles mit bewusstem Lernen. Der Trainer sagt, halte den Schläger niedriger und der junge Spieler wiederholt das für sich. Tausende Wiederholungen, tausende kleine Korrekturen. Das Bewusstsein funktioniert wie ein Programmierer, der ein System einstellt. Allmählich werden die Bewegungen automatisch. Der Tennisspieler denkt nicht mehr darüber nach, wie er den Schläger halten oder wohin er seinen Fuß setzen soll. Sein Körper weiß selbst, was zu tun ist. Dasselbe geschieht, wenn wir lernen, Fahrrad zu fahren oder auf einer Tastatur zu tippen. Anfangs erfordert jede Bewegung bewusste Kontrolle, dann geschieht alles von selbst. Diese Automatisierung bietet zwei enorme Vorteile. Der erste ist Geschwindigkeit. Wenn der Ball mit 150 Kilometern pro Stunde fliegt, ist keine Zeit zum Nachdenken über die Technik. Alle Entscheidungen müssen sofort auf Reflexebene getroffen werden. Der zweite Vorteil ist Energieeinsparung. Als der Schachspieler Garry Kasparov gegen den Computer Deep Blue spielte, verbrauchte sein Gehirn nur 20 Watt Energie. Der Computer benötigte Tausende von Watt und eine Menge Ventilatoren. Der Unterschied besteht darin, dass Kasparov nicht jeden Zug berechnete. Jahre des Trainings hatten komplexe Schachstrategien in automatische Muster verwandelt. Dieser Prozess der Umwandlung bewusster Handlungen in automatische ist ein Schlüsselprinzip der Gehirnfunktion. Wenn Ihr Gehirn auf eine neue Aufgabe trifft, strukturiert es seine Schaltkreise um und erstellt neue Programme zu deren Lösung. Genau diese Fähigkeit macht das menschliche Gehirn einzigartig. Viele Tiere sind intelligent, aber nur Menschen besitzen eine solche Flexibilität. Wir können alles erlernen, von der Geschlechtsbestimmung von Küken bis zur Steuerung eines Raumschiffs. Jede neue Fähigkeit ist ein neues Programm, das das Gehirn erstellt und optimiert. Das Paradoxe daran ist, dass je besser wir etwas können, desto weniger verstehen wir, wie wir es tun. Lange Zeit verlief die Erforschung des Bewusstseins auf zwei Wegen. Philosophen diskutierten über abstrakte Fragen wie die Natur der Empfindungen und Psychoanalytiker stritten über das Bewusste und Unbewusste, konnten aber ihre Theorien nicht überprüfen. Heute bietet die Neurobiologie einen dritten Weg. Wir studieren die Arbeit des Bewusstseins direkt, indem wir das Gehirn und seine Störungen beobachten. Wenn wir sehen, wie das Ich bei verschiedenen Menschen zusammenbricht, beginnen wir zu verstehen, wie es aufgebaut ist. So blicken wir in das Wesen dessen, was uns zu Menschen macht. Wenn wir darin erfolgreich sind, wird zum ersten Mal in der Evolution ein Vertreter einer Spezies auf sich selbst zurückblicken können und nicht nur verstehen, woher all das kommt, was in ihm steckt, sondern auch herausfinden, was oder wer der Agent des Bewusstseins und Verstehens ist. Wir wissen nicht, wohin uns diese Reise führen wird, aber ich bin sicher, dass es das größte Abenteuer sein wird, auf das sich die Menschheit je eingelassen hat.